Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So Jesus made it so clear Jesus machte es so deutlich, that Christianity is not another religion. dass Christentum nicht eine weitere Religion ist. In fact, Jesus opposed religion. Im Gegenteil, Jesus stellte sich gegen Religion. But the church in Corinth very quickly got lost. Aber die Gemeinde in Korinth hat sich sehr schnell verirrt. It did not take very long that they became the most carnal church. Es dauerte nicht lange, bis sie zur fleischlichsten Gemeinde wurde. Selfish, Egoistisch, full of sin, voller Sünde, only thinking of themselves. nur an sich selbst denkend. And yet they continued to meet. Und trotzdem trafen sie sich weiterhin. That's why Paul said, your meeting is more harm than good. Deshalb sagte Paulus, eure Zusammenkünfte schaden mehr als sie nützen. Remember, Paul never said, stop meeting, it's a mess. Erinnere dich, Paulus sagt nie, hört auf, euch zu treffen, es ist ein Chaos. No, he said, you are meeting and you are not even aware that it's for harm and not for good. Nein, er sagt, ihr trefft euch und seid euch nicht einmal bewusst, dass es zum Schaden und nicht zum Nutzen ist. So the great apostle worked incredible hard for the church. Der große Apostel hatte ein so unglaubliches Herz für die Gemeinde. You have to understand that Paul's heart for the church was so huge. Du musst verstehen, dass Paulus Herz für die Gemeinde so groß war, He did not even want to take the money because he didn't want to burden the church. dass er nicht einmal Geld nehmen wollte, weil er die Gemeinde nicht belasten wollte. Even though Jesus said it's his right. Obwohl Jesus gesagt hat, dass es ihm zusteht. He worked in a secular job very hard. Arbeitete Paulus in einem weltlichen Job sehr hart. When he talks about all of the painful suffering that he has experienced, Wenn er von all den schmerzhaften Leid spricht, das er erfahren hat, his torture that he's gone through, shipwrecked, stoned, von den Qualen, die er mitgemacht hat, Schiffbruch erlitten, gesteinigt, hungry, thirsty, naked, hungrig, durstig, nackt, many times no sleep. oft ohne Schlaf. He then says that he's got one suffering that's even greater. Dann sagt er, dass er ein Leiden hat, das noch größer ist. He said the burden for the churches. Er sagt, die Last für die Gemeinden. Paul didn't write this letter because he was upset at the Corinthians. Paulus hat diesen Brief nicht geschrieben, weil er sich über die Korinther aufgeregt hat. If you study carefully the life of the Apostle Paul, you see what a caring, loving man he was. Wenn du das Leben des Apostel Paulus genau studierst, merkst du fest, was für ein fürsorglicher, liebevoller Mann er war. He passionately loved God and he passionately loved people. Er liebte Gott leidenschaftlich und er liebte die Menschen leidenschaftlich. Even deeply loved that carnal church. Sogar diese fleischliche Gemeinde liebte er zutiefst. So he didn't write this letter because he was irritated at them. Er hat diesen Brief nicht geschrieben, weil er sich über sie geärgert hat. He himself said, love is never irritated. Er selbst sagt, die Liebe ist niemals verärgert. So the whole motive of writing this portion of the Bible here Das ganze Motiv, diesen Teil der Bibel hier zu schreiben, war, was that he had a deep, deep burden for the church to be well. dass er eine äußerst tiefe Last für die Gemeinde hatte, dass es ihr gut geht. If that would have not been his true desire, he would have simply ignored it. Wenn das nicht sein wahrer Wunsch gewesen wäre, hätte er das einfach ignoriert. He would have said, well, they're doing it wrong. Now they suffer the consequence of the joy. Er hätte gesagt, nun, sie machen es falsch, jetzt müssen sie die Konsequenzen ihrer Entscheidung tragen. But he didn't do that. Aber das tat er nicht. Throughout his business, he expressed that he really cared for the church. In seinen Briefen bringt er zum Ausdruck, dass er sich wirklich um die Gemeinde kümmerte. So look what he says. Schau, was er sagt. I've been told many times that when you meet as a congregation, divisions and cliques emerge. Mir ist oft gesagt worden, dass, wenn ihr euch als Gemeinde trefft, Spaltungen und Gruppierungen entstehen. So obviously he didn't hear some rumor, some friend picked up some gossip. Offensichtlich hat er also nicht irgendwelche Gerüchte gehört und irgendwo Klatsch und Tratsch aufgeschnappt. It came to him from different direction and it was to be taken serious. Er erfuhr es aus einer anderen Quelle und es war ernst zu nehmen. Look, he even says, to some extent, this doesn't surprise me. Schau, er sagt sogar, und in gewisser Weise überrascht mich das nicht. And we're going to find out quick why it doesn't surprise him. Wir finden gleich heraus, warum es ihn nicht überrascht. But first, let's stop for a minute at this statement.
Aber lass uns zuerst einen Moment bei dieser Aussage verweilen. Here's what he says. Hier sagt er, When you meet as a congregation, there are always divisions and these groups. wenn ihr euch als Gemeinde trefft, gibt es immer Spaltungen und diese Gruppierungen. And that is so wrong. Das ist so falsch. But how much does that happen though in churches today? Aber wie oft passiert das in den Gemeinden heute? We have our little groups that we like to be together. Wir haben unsere kleinen Gruppen, in denen wir gerne zusammen sind. It's like, I scratch your back, you scratch my back. Nach dem Motto, ich kratze deinen Rücken, du kratzt meinen Rücken. And I understand that there are some people that we enjoy to be more than with other people. Ich verstehe, dass es einige Leute gibt, mit denen wir lieber zusammen sind als mit anderen. But in the church, this is not an attitude that's allowed to be present. Aber diese Haltung ist in der Gemeinde nicht erlaubt. We see this at our School of the Prophetic and Supernatural. Wir sehen das an unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. And I'm always very, very strict with our staff. Und ich bin immer sehr, sehr streng mit unseren Mitarbeitern. And Daniel is one of the greatest models in this area. Daniel ist eines der besten Vorbilder in diesem Bereich. Because remember, Überleg mal. we start a new school here, Wir starten hier mit einer neuen Schulung and then let's imagine we have 5 or 6 staff coming. und haben, sagen wir mal, 5 oder 6 Mitarbeiter, die kommen. They all know each other because they went to school together. Sie alle kennen sich, weil sie zusammen in dieser Schule waren. They love each other. Sie lieben sich. Sometimes they live a long distance, so they don't see each other. Manchmal wohnen sie weit voneinander weg, dass sie sich nicht sehen können. Now they come back to the school as a staff and they see each other again. Dann kommen sie als Mitarbeiter zurück an die Schule und sehen sich wieder. We always tell them, you don't sit together as a group. Wir sagen ihnen immer, ihr sitzt nicht als Gruppe zusammen. You are here to serve the body of the school. Ihr seid hier, um dem Leib dieser Schule zu dienen. Mix with the others, hang out with the others, spend time with the others. Mischt euch unter die anderen, hängt mit den anderen ab, verbringt Zeit mit den anderen. Do you know what I've learned in decades of serving Jesus and the church? Weißt du, was ich in Jahrzehnten des Dienstes für Jesus und für die Gemeinde gelernt habe? If you're not intentional opposing this group spirit, Wenn du dich nicht absichtlich gegen diesen Gruppengeist stellst, you will always have it in the church. wirst du ihn in der Gemeinde immer haben. If you do nothing, it will be there. Wenn du nichts tust, wird er da sein. You have to be intentional not to have it. Du musst dich bewusst dagegen stellen, um ihn nicht zu haben. Because it's in our natural human nature Denn es liegt in unserer natürlichen menschlichen Natur, to hang out with the people that we like to be with. mit den Leuten zusammen zu sein, mit denen wir gerne zusammen sind. And it's so dangerous when we act like this within the church family. Es ist so gefährlich, wenn wir uns in der Gemeindefamilie so verhalten. I'll see you tomorrow. Bis morgen.